Moin alle, liebe Gemeinde. Es ist eine interessante Zeit jetzt in der Welt. So ich hoffe, dass dieses Video uns helfen kann und dass wir eine Online-Gemeinschaft haben können. So ja, es ist ja etwas anderes, aber ich freue mich, dass wir noch etwas machen können, um etwas von Gottes Wort zu lernen und mehr über dieses Thema sprechen können. So, ja, wir können ja, ganz einfach anfangen. Wie immer, jede Woche reden wir über die letzte Woche. Wie war es? Wie hast du diese letzte Woche Gott erlebt? Und so, wenn du möchtest mit diese Fragen, kannst du das in der Gruppe schreiben, deine Antworten, oder du kannst mir schreiben, was du möchtest, ist egal bei mir. Und ich werde auch, ich habe meine Notizen für diese Unterricht. Ich werde das auch in der WhatsApp-Gruppe posten. Und so, ihr könnt da diese Fragen, sie sind in den fetten Text. So ja, ihr könnt das sehen und diese Frage antworten. So ja, wie war die letzte Woche? Wie hast du diese Woche Gott erlebt? Es war eine interessante Woche. Ja, klar. Ich habe ein paar Dinge für die Arbeit getan und erledigt. Das war gut. Aber dann ist diese alles mit dem Coronavirus und so. Ja, es ist eine interessante Zeit. Und eine andere Frage: Hast du deine Ziele von letzter Woche erreicht? Was hast du gelernt? So mein Ziel war ein paar Mal in der WhatsApp-Gruppe zu schreiben, wie ich für euch gebetet habe. Und so das habe ich erreicht. Das war gut. Ich hatte eine gute Zeit diese Woche im Gebet mit dem Herrn. So ja, es war sehr schön. Und ich lerne immer jeden Tag, was es bedeutet, zu beten und für andere Leute zu beten. So, und dann, ihr könnt dieses selbst machen, aber jede Woche, wie immer, wir beten für persönliche Anliegen, wir beten für andere Leute, wir beten für einen Stadtteil in Hamburg. Und dann, wir beten für eine unerreichte Volksgruppe. Und so eine Volksgruppe, die fast keine Christen haben. Sie haben, es ist ganz schwer, das Evangelium zu ihnen zu bringen, zu teilen. Und so, wenn du persönliche Anliegen hast oder etwas für eine andere Person, kannst du das auch in der WhatsApp-Gruppe schreiben oder selbst beten. Für einen Stadtteil, ich denke, wir können für Rotenburgs Ort beten. Es hat 8600 Bewohner in diesem Stadtteil. Also nicht so groß, aber ja, über 8000, das ist noch viel. Und dann für eine unerreichte Volksgruppe, ich habe diese Shavia Berber in Algerien gefunden. 2.296.000 Menschen, 0,0% evangelisch. So keine Christen, gar keine Christen. Und so, wir können kurz für diese Dinge beten. Ich mache das selbst. Ich bete für Rotenburgs Ort und für diese unerreichte Volksgruppe. Und du kannst auch selbst beten, wo du bist, oder für andere Dinge auch. Ja, so Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde, für diese Zeit, wo wir uns online oder durch dieses Video treffen können. Und ja, Gott, ich möchte für Rotenburgs Ort beten, für dieses Stadtteil. Ja, über 8000 Menschen
Bewohner in diesem Stadtteil. Ich kenne nicht so viel über dieses Stadtteil, aber Gott, du kennst alle Menschen da und du weißt, wo sie sind und was sie erlebt haben. Und so, Gott, ich bete für diese Stadtteil und für die Leute da. Ich möchte auch für die Sharia Berber in Algerien beten. Ja, fast so über 2 Millionen Menschen. Und wir kennen keine Christen in dieser Volksgruppe. So ich bete, dass jemand das Evangelium zu diesen Leuten bringt und dass sie das hören werden und dass manche glauben werden. Ich bete dafür, Gott. Wir wissen, wir kennen von Offenbarung 7 in deinem Wort, dass Leute aus jeder Volksgruppe die dich anbeten werden. Und das ist auch die Wahrheit für die Sharia Berber. Und so ich bete, dass bald sie das Evangelium hören können und dass sie glauben werden. Wir beten alle diese Dinge in deinem Namen. Amen. Okay. So wir lernen jetzt aus einer Gruppe, aus einer Gemeinde, was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein, um aus einer Gemeinde zu identifizieren. Und so wir haben von der ersten Gemeinde gelernt. Und wir haben in diesem Schritt von Apostelgeschichte 2 diese Eigenschaften gefunden von der ersten Gemeinde. Und so bisher haben wir manche schon gelernt. Und so wir haben schon über Buße und Glauben gelernt, Taufe und Abendmahl, die Lehre von den Aposteln oder die Bibel, wir haben das gelernt, Gemeinschaft und Freude. Und dann letzte Woche hat Fabian uns gelehrt über Gebet. Und so das war gut, danke Fabian. Und dann heute lernen wir über Angabe und was das bedeutet. Und so als eine erste Frage etwas darüber nachzudenken, welche Rolle spielt Angabe im christlichen Leben? So das ist eine erste Frage für uns. Du kannst das selbst antworten. Aber ich möchte wieder diesen Schritt aus Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 37 bis 47 lesen. So, wenn du eine Bibel hast, kannst du das auch mitlesen. Und ja, das wäre super und wir können etwas von Gottes Wort lernen können. So, wieder zur Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir lesen diesen Schritt jede Woche. Und ja, wir können sehen, wo Angabe ist in diesem Schritt. So, Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und nach vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel
geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. So, wir sehen hier so wieder in Vers 44 und 45, es sagt, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. So, das ist die Verse hier, die um Angabe gehen. Und wir sehen hier, so sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben ihre Besitze auch verkauft, Grundstücke oder andere Dinge, und das Geld zu ihnen gegeben, die in Not waren. So, das ist, was wir hier sehen, das ist das Bild. Und so, das Hauptthema, was wichtig für uns heute ist, sie haben die Bedürfnisse von anderen entsprochen. Das ist, was wir hier von der ersten Gemeinde sehen. Und wir werden mehr darüber lernen. Und so, der Hauptschritt für uns heute kommt aus 2. Korinther, Kapitel 9. Und so, wenn du diese Bibel hast, die wir in der Gruppe haben, ist es Seite 879. Wenn du diese Bibel nicht hast, dann musst du das selbst finden. Aber ja, so 2. Korinther Kapitel 9 und der Hintergrund von diesem Schritt ist, dass es gab eine Hungersnot in Jerusalem. Okay? So die Gemeinde in Jerusalem hatte viele Probleme wegen diesem Hungersnot. Und so Paulus hat diese Gemeinde in Korinth geschrieben und er hat auch andere Gemeinden in Europa und in dieser Region geschrieben. Und er hat sie gefragt, ob sie die Gemeinde in Jerusalem unterstützen würden. Und so das ist der Hintergrund. Das war ganz wichtig für die Christen in Jerusalem. Das ist klar, sie brauchten die Hilfe. Aber es war auch ganz wichtig für das Evangelium und auch für die Einheit in der Gemeinde. Wir haben die Zeit nicht, hier darüber zu lernen und was das bedeutet. Vielleicht eine andere Zeit können wir darüber sprechen, aber es war ganz wichtig hier in dieser Zeit für die Einheit in der Gemeinde. So das ist der Hintergrund und warum Paulus diese Wörter sagt und schreibt. Und so wir werden von Kapitel 9, 2. Korinther Kapitel 9, Verse 6 bis erstmal bis Vers 10 lesen und dann ein bisschen später Verse 11 bis 15. So erstmal können wir das lesen und wir lernen erstmal, was Angabe zu uns macht. So, Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und so den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt,
teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Okay, so erstmal sehen wir, es geht um Angabe. Jeder entscheidet für sich selbst, wie viel geben soll. So, das ist von Vers 7. So, in dem Alten Testament gab es die Zehnte. So, die ersten 10%, es war erforderlich, dass man das ausgibt. So, in dem Neuen Testament, aber wir sehen, dass es gibt keinen bestimmten Nummer oder Prozent, die man geben muss. Es sagt dass jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel geben möchte. Aber das Prinzip ist das gleiche eigentlich. So in dem Alten Testament, wenn man die ersten 10%, nicht die letzten, die ersten 10% geben muss, dann muss Gott vertrauen. Und das Gleiche, wenn wir müssen auch in einem Weg geben, wo es andere Leute zeigt, dass wir Gott vertrauen. Und so, das ist ganz wichtig. Das Prinzip ist das Gleiche. Und dann, je mehr wir sehen, desto mehr wir ernten. Wir sehen das hier in Vers 6. So, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. So, es ist wichtig, dass wir in einem Weg geben, dass wir für Gott vertrauen. Und je mehr wir geben, desto mehr wir ernten auch. Das ist wichtig. Und das geht nicht nur das geht nicht immer um Geld. Es kann sein, ja, wir geben mehr Geld, aber wir ernten andere Dinge, nicht Geld. Es kann sein. Und so, aber das Prinzip ist, wir müssen Gott vertrauen, wenn wir geben. Und was ist auch wichtig in diesem Schritt? Dieser Schritt geht um Gott. Es spricht über Angabe und was es zu uns macht. Aber wir sehen, was Gott macht für uns und zu uns, wenn wir geben, wenn wir ausgeben. Und so, was ist, es sagt hier, Gott hat uns Gnade gegeben. Das ist klar. Freilich hat uns Gnade gegeben. Und so, wir sind dankbar dafür. Und so, wir sollen auch gnädig sein mit unserem Geld, mit unserem Besitzer und mit unserer Zeit. Wir müssen das auch machen. Wir müssen auch gnädig sein. Und so, hilft uns immer, wenn das schwierig ist. Und wir sehen hier, Paulus, spricht über einen Vers in dem Alten Testament von dem Samen. Sagt, das ist von Gott. Gott hilft uns, gibt uns, was wir brauchen. Und so, wir sollen auch andere Leute helfen, wenn sie in Not sind. So, das ist der erste Punkt, was Angabe zu uns macht. Wir sollen andere Leute helfen, aber Gott hilft uns, Gott gibt uns Gnade und das ist auch ein Weg, damit wir andere Leute Gnade gegeben können. Jesus hat auch etwas, so in Matthäus Kapitel 6, Vers 21 hat Jesus gesagt, denn wo dein Reichtum ist, das wird auch dein Herz sein. Und das ist klar. Wo ist dein Reichtum? Das ist die Frage für uns. Findest du dein Reichtum in sich selbst oder Gott? Vertraust du Gott mit allen in deinem Leben? So das ist eine Frage für uns.
vielleicht etwas darüber nachzudenken, vertraust du Gott mit allen in deinem Leben? Und findest du dich dein Reichtum in sich selbst oder Gott? So, der zweite Punkt von Verse 10 bis 15 ist, was Angabe zu anderen Menschen macht. So, wir können Verse 10 bis 15 lesen. Sagt, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt. Sorry, das ist, ich meinte Vers 11. Es tut mir leid. Vers 11 bis 15 sagte, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid, und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Okay, so, was Angabe zu anderen Menschen macht. Ja klar, es hilft anderen Menschen. Das ist klar. Und wir müssen das erinnern. Aber das Ergebnis ist, dass Gott geehrt ist. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ziel. So, Paulus hat hier gesagt, ja, dass er und die anderen Menschen, die die Gaben überbringen, sie werden Gott preisen. Für die Leute in Korinth, die diese Gabe gegeben haben. Und ja, klar, auch die Menschen in Jerusalem, die Gläubiger in Jerusalem, sie werden auch Gott preisen, für wie diese Gläubiger in Korinth gegeben haben. So, das Ziel ist, das Ergebnis ist, dass Gott geehrt ist. Nicht nur, dass wir anderen Menschen helfen, das ist klar und das ist toll. Wir müssen das erinnern, das ist ein Ziel, aber höher, das Ziel ist, dass Gott geehrt ist. Es geht um Gott. Das ist das. Es geht um Gott. Und Jesus hat das auch gesagt in Matthäus, ich glaube Kapitel 25, wenn ich mich richtig erinnere, hat er gesagt, wenn du etwas für andere Leute machst, du machst es auch für mich. Und so, es geht um Gott und seine Ehre. Das ist das Ziel. Und so, ja, eine Frage für uns. Wenn du andere Leute hilfst oder dienst, was ist das Ziel? So, du musst selbst darüber nachdenken. Ist das Ziel, Gott zu ehren? Oder dass andere Leute dich sehen würden? So, das ist die Frage. Wenn du andere Leute hilfst oder dienst, was ist das Ziel? Gott zu ehren oder dass andere Leute dich sehen würden? So, was sehen wir in der ersten Gemeinde? Wenn es ein Bedürfnis gab, haben sie das entsprochen. Das sehen wir. Das war das Ziel. Und manchmal geht es um Geld. Hier in diesem Beispiel geht es um Geld. Sie haben Geld gegeben, um die Leute in Jerusalem zu helfen. Aber es geht nicht immer um Geld. Es kann deine Besitzer oder deine Zeit, das kann auch sein. So, jeder soll für sich selbst entscheiden, was er geben soll. Und so, das ist das Thema für uns heute. So, lasst der Heilige Geist den Weg zeigen.
was das für dich bedeutet, wie du das praktisch anwenden kannst. Und wir denken jetzt, ich denke jetzt, wie wir als eine Gemeinde einander dienen können. Ist das möglich, Geld zu geben, damit wir etwas haben können? Und wenn es ein Bedürfnis gibt, können wir damit helfen. Wir denken jetzt daran, so, dass das kommt vielleicht in der Zukunft. Aber wir können das heute praktisch anwenden. Wenn ein Nachbar etwas braucht, kannst du damit helfen. Wenn jemand hier in der Gemeinde Hilfe braucht, können wir helfen. Das ist etwas. So die Frage immer für die Anwendung, was sollen wir tun? Wie können wir uns etwas von heute anwenden, praktisch anwenden? Ja, vielleicht ist das schwieriger, weil viele zu Hause bleiben müssen. Ja, klar, aber vielleicht gibt es noch einen Weg, um andere Leute zu dienen, zu helfen für das Thema von heute. Mach ein Ziel. Setz ein Ziel. So, jede Woche setzen wir ein Ziel oder Ziele. Was kannst du diese Woche praktisch machen, um etwas von heute anzuwenden? Und dann, wir wollen auch wieder die 3 Kreise lernen und üben. Und so ich werde ein Video auf Deutsch und auf Englisch in der Gruppe posten, um die 3 Kreise. Und du kannst das selbst schauen und mitmachen, damit du die 3 Kreise lernen kannst und das auch für andere Leute zeigen, um das Evangelium zu teilen. So, ich werde kurz für uns beten. Ich bin dankbar für euch, für diese Gemeinde. Ich bete für euch kurz und für diese Woche. Gott, ich bin dankbar für diese Gemeinde, für dein Wort auch und wie wir von deinem Wort lernen können. Ich danke für dieses Beispiel in der Bibel, wenn die Leute von Korinth die Christen in Jerusalem geholfen haben. Das war wichtig in dieser Zeit und das ist auch für uns wichtig heute. So, ich bin dankbar dafür. Gott hilft uns diese Woche, andere Leute zu helfen, zu dienen. Vielleicht geht das um Geld. Wir müssen ein bisschen Geld geben, um andere Leute zu helfen. Vielleicht geht es um Zeit oder unsere Besitzer oder etwas anderes. Zeig uns den Weg. Hilf uns, etwas praktisch anzuwenden. Sei mit uns diese Woche. Hilf uns, auch wenn wir das praktisch anwenden, dass das Ziel ist, dass du geehrt wirst. Und es geht nicht um uns, es geht immer um dich, seine Gnade und seine Ehre. Und wir beten alle diese Dinge in deinem Namen. Amen. So, ja, danke wieder für deine Zeit. Ich werde das in der WhatsApp-Gruppe posten. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und wenn du etwas brauchst, sag uns den Bescheid und wir können einander dienen und helfen. Gottes Segen. Tschüss.